Es wird Zeit für ein neues Taste-Test-Video. Ich war gestern einkaufen und stand so vor dem Regal und habe diese lauter Süßigkeiten gesehen. Und gefühlt gibt es ja von jeder, sag ich mal, guten Marke eine günstige. Und wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich habe noch nie diese zwei Varianten direkt im Vergleich probiert. Und deswegen machen wir das jetzt. Bedeutet, ich habe gestern all diese Süßigkeiten gekauft, ohne schlechtes Gewissen. Und wir machen jetzt den Taste-Test-Vergleich. Ich würde sagen, schauen wir mal, was wird. Was wird? wir starten mit meiner allerliebsten Süßigkeit. Wirklich, mein Dad und ich haben früher gefühlt Wettessen von den Dingern gemacht, weil wir die beide so geliebt haben. Und das ist Hanuta. Ich weiß natürlich nicht mehr die genauen Preise. Ich werde sie euch hier aber oben drüber schreiben. Mal sowas finde ich ja auch immer spannend, wenn man so die unterschiedlichen Preise sieht. Wir werden auf jeden Fall immer mit der guten, teureren Variante starten. Wo gehst du bitte auf? Hä? Hier. Machen jetzt erstmal beide gegeneinander auf. Okay, also einen Unterschied sieht man schon. Also das ist wesentlich heller. Let's try this. Okay. Hanuta wirklich einfach beste. Junge. Oh mein Gott. Also Hanuta ist einfach eine 10 von 10. So, jetzt kommt die Alternative. Da schmeckt man einen deutlichen Unterschied. Oha. Also auch wenn man die jetzt nochmal so vergleicht, das oben ist das Schlechte sozusagen. Unten sieht schon nochmal 10-mal geiler aus. Okay, also um ehrlich zu sein, bin ich gerade ein bisschen erstaunt, weil ich hätte schon gedacht, dass das fast gleich schmeckt, aber das sind Welten. Also das schmeckt so ganz irgendwie so ranzig, irgendwie so ein bisschen fast schlecht, wenn man das direkt im Vergleich dazu isst. Und hat so irgendwie auch so einen Geschmack von so schlechter Schokolade. Kennt ihr das, wenn Schokolade manchmal so umkippt? Schokolade! 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 Und wenn ich das aber alleine gegessen habe und das nicht davor, hätte ich safe gesagt, das ist lecker. Okay, wild. Also das ist eine 10 von 10, da ist das eine 4 von 10. Na okay, sagen wir eine 5 von 10. Das wird spannend, Leute. Okay, als nächstes widmen wir uns den Schokobons. Oh, ich liebe Schokobons. Das ist einfach Beste, wirklich. Okay, wir starten wieder mit der guten Variante. Boah, scheiße. Das ist der Nachteil, wenn man Bodenheizung hat. Ich hatte die Süßigkeit in meinem Einkaufskorb liegen und der stand halt auf dem Boden. Und die Hälfte der Schokolade ist gefühlt jetzt total geschmolzen. Ich habe einen Teil auch noch draußen liegen, damit die wieder hart wird. Aber gut, let's do this. Ich hole noch die anderen raus. Die sehen eben so aus. Keine Ahnung. Habe ich tatsächlich auch noch nie gegessen. Deswegen, let's see. Hier haben wir unsere 2 Eggies. Let's taste. Oh, yeah. Oh. Okay, direkt im Vergleich. Oh, die schmecken sehr ähnlich und sehen auch sehr ähnlich aus. Okay, also wenn man die jetzt so anschaut, sieht man auch, finde ich, keinen großen Unterschied. Okay, also da würde ich wirklich sagen, das ist eine 9 von 10. Also wir sagen immer, die gute Variante ist eine 10 von 10, weil die ist ja wirklich immer lecker. Aber das war wirklich, das kommt sehr, sehr nah ran. Und auch vom Aussehen, also ja. Also da würde ich safe zur günstigeren Variante greifen. Weil ich finde es halt schon krass, was das für preislich manchmal für krasse Unterschiede sind. Also da war ich schon erstaunt, als ich die ganzen Sachen gekauft habe. Aber was auch krass ist, ich glaube, ich habe für diese ganzen Süßigkeiten fast 30 € ausgegeben. Boah, ich will schon, also Süßigkeiten sind nicht so ohne. Naja, aber momentan ist ja eh alles, Döner, 8 €! 8 € Döner! sowas von teuer, aber gut. Also, Schokobon, approved. Das war lecker. Wir machen weiter mit Jogurette. Bin ich aber ganz ehrlich, fand ich nie so geil. Also ich bin mir nie irgendwie, als ich klein war und ein bisschen Taschengeld hatte und dann in den Süßigkeitenladen gerannt, habe mir Süßigkeiten gekauft, habe ich mir nie Jogurette gekauft. Fand ich irgendwie nie so wirklich geil. Aber trotzdem machen wir den Vergleich. Okay, wow. Größentechnisch ist das ja wirklich nochmal ein Next Level hier. Okay, here we go. Oh, ich liebe Schokolade, wenn die so kalt ist. Aber ist eigentlich schon gut, ne? Okay, nächste. Schmeckt ganz anders. Okay. Also würde ich jetzt eigentlich sagen, ist in Ordnung. Würde ich eine 8 von 10 geben. Und was ich halt auch nochmal krass finde, dass sie sehr viel, viel größer sind. Ja, also ist in Ordnung. Leute, welches Team seid ihr? Macht ihr Schokolade im Kühlschrank? Oder seid ihr so welche so auf gar keinen Fall? Schokolade verliert den Geschmack, wenn die im Kühlschrank war.
Also ich mache sie tatsächlich nie in den Kühlschrank, aber jetzt, weil draußen ist es, glaube ich, momentan gerade minus 5 Grad oder so. Aber ich muss sagen, es ist ganz schön kalt. Naja, meine Schokolade tut es zugute, weil jetzt ist sie nicht mehr zerschmolzen. Okay, wir machen weiter. Als nächstes widmen wir uns dem Party-Mix. Also, ich denke, ihr kennt die. Ich habe nämlich hier einmal diese 2 Varianten. Ich glaube, wir können jetzt nicht alle da durchtesten. Aber ich würde sagen, wir fangen an mit Snickers, weil das finde ich sehr interessant. Machen wir Snickers, Twix und Bounty. Was ich wirklich hasse, ist Mars. Also, nee. Das muss ich leider diskriminieren. Milky Way fand ich auch irgendwie immer ein bisschen strange, oder? Was sagt ihr dazu? Und ich würde fast sagen, dass ich sogar Twix vor Snickers bevorzuge. Ja. Okay. So, hier haben wir unsere kleinen Babys. Und das ist echt spannend. Also diese günstigeren Varianten sind immer einen Ticken größer. Was irgendwie auch nicht so wirklich Sinn ergibt, weil die ja eigentlich viel günstiger sind. Aber gut. Der Duft allein schon. Oh, geil. Okay. Nee. Wow. Das schmeckt haargenau gleich. Guckt euch das mal an. Also, ich finde auch vom Aussehen sehen die genau gleich aus. Also, da würde ich echt sagen, eine 10 von 10. Krass. Krass, Leute. Okay, wild. Ihr merkt schon, es reiht sich jetzt hier neben mir schon so die Schokoladenreihe auf, was ich alles nicht esse. Alter, ich kann nicht so viel Schokolade essen, da bin ich leider sehr schlecht drin, weil sonst wird mir ja schlecht hier. Vor allem ist es noch nicht mehr, ich habe noch nicht mal Mittag gegessen. Das ist gefühlt mein Frühstück. So, Twix machen wir jetzt. Tatsache, auch wieder ein Ticken größer. Okay, here we go. Twix ist so gut, oh mein Gott. Andere Variante. Oh. Da merkt man Unterschiede. Also, da würde ich auch wieder sagen, dass das Twix so ein bisschen all schmeckt. Oder irgendwie so, auch weil da ist ja so crunchiger Boden unten drunter oder so Keksteig oder sowas. Und der ist so bappig irgendwie. Und der ist so richtig schön crunchig. Also dem würde ich eine 4 von 10 geben. Das war jetzt nicht so schmackhaft. Schmackofatzig. Gut, ich würde sagen, wir schließen das Paket mit Bounty, weil alle will ich da jetzt nicht irgendwie anbeißen und dann wieder zurücklegen. Okay, hier ist mal ausnahmsweise die teurere Variante. Mein Finger. Größer, aber die günstigere sieht sehr in Mint-Leidenschaft gezogen aus. Ich glaube, die wurde schon ein bisschen durch die Gegend geworfen. Aber gut, wir probieren. Okay. Nächstes. Oh. Das schmeckt besser. Oha. Wow. Ich finde auch von der Farbigkeit ist das viel schöner. Also das ist nicht so gute. Nee, okay. Also da würde ich dem tatsächlich, also Bounty würde ich da, ja, ist jetzt nicht ein weltbewegender Unterschied, aber würde ich jetzt eine 7 von 10 und das irgendwie schon eine 9 von 10. Aber ich muss sagen, ich bin kein Bounty-Fan. Also meine Mom, die würde sich da jetzt reinlegen, die liebt Bounty. Das war's von der Kategorie. Und jetzt kommt mein allerliebster Snack. Aber wisst ihr, man muss ja schon auch ganz ehrlich sagen, ich esse wirklich ganz, ganz wenig Schokolade. Also wann habe ich das letzte Mal mir sowas gekauft? Ich kaufe sowas halt nur für die Videos gefühlt. In meinem normalen Alltag ernähre ich mich halt wirklich also ich würde schon sagen, auch sehr gesund. Ich esse super viel Obst und Gemüse. Deswegen gehört das eigentlich nicht so zu meinem Alltag hier, ne? Auch schon wieder. Das wäre wie die Jogurette, ist viel größer. Da bin ich jetzt mal gespannt. Was habe ich? Kinderschokolade? Kinderriegel? Kinderschokolade. Ah, da steht Riegel drauf. Ja, es ist ja auch immer so eine Sache, ne? Diese Abklatschdinger, die dürfen sich ja irgendwie nie wie die Originalen nennen. Ist bestimmt irgendwie so ein Patentrecht auch auf den Namen drauf. Okay, also die haben auch nicht solche schönen Hügelchen. Taste erst. Ja, ist gut. Einfach gut. Okay.
Das gibt sich jetzt auch nicht viel. Ah, hat schon einen zitronigen Geschmack. Nee, ja, ist okay. Kann man schon machen. Also so schlimm ist es nicht. Hat aber so einen leicht zitronigen Nachgeschmack und wirklich, ich hasse Zitrone. Und ne, also man muss ja dazu sagen, das ist alles ein Meckern auf hohem Niveau. Die sind schon gute Alternativen. Ich meine, das ist auch für Menschen, die sich wahrscheinlich die teuren Varianten einfach nie leisten können, weil die so teuer sind. Deswegen will man da nicht meckern. Aber ich finde es halt schon auch irgendwie krass. Also ich meine, das macht ja irgendwie den Markt von den Originalen schon irgendwie ganz schön kaputt. Wenn es so gute Nachmachen auf billiger Variante gibt. Da greifen die meisten Menschen ja schon irgendwie dann mehr zu den Alternativen. Aber, also ich muss sagen, bei Hanuta ist es mir ganz, ganz krass aufgefallen. Da schmeckt mir der Abklatsch persönlich gar nicht. Und Snickers, da habe ich keinen Unterschied geschmeckt. Also das war wirklich krass. Also die wirklich. Und also fand ich jetzt mal spannend. Jetzt weiß ich da Bescheid, dass es da schon auch ganz schöne Unterschiede gibt. Falls ihr euch das auch mal gefragt habt, jetzt wisst ihr es. Aber ne, macht's nicht wie ich. Alles schön in Maßen, nicht so viel Schokolade auf einmal essen. Oder was sagt mein Vater immer? Alles in Maßen, nicht in Massen. Oder irgendwie so sagt er. Naja, okay. So viel dazu. Finden wir sowas spannend? Soll ich sowas mit anderen Produkten auch mal machen? Also ich fand das jetzt eigentlich ganz spannend. Ich wollte sowas wirklich schon immer mal wissen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, falls ihr irgendwelche Ideen habt. Falls ihr irgendwas von mir sehen oder hören wollt. Und jetzt wird hier erstmal klar Schiff gemacht. Alter, ich habe so einen Brand, ich muss jetzt erstmal was trinken. Übrigens, falls ihr gute, süße Alternativen wollt, beziehungsweise was ich halt immer esse, wenn ich irgendwie richtig Bock auf was Süßes habe, sind Datteln und getrocknete Früchte, Nüsse. Das sind meine Go-Tos, wenn ich irgendwie was Süßes crave. Und wirklich, es gibt nichts Besseres wie geile Datteln. Wir können mal einen Dattel-Taste-Test machen. Weil ich wette, die meisten von euch kennen ja die normale Dattel. Entweder die aus dem Supermarkt, die sowas von räudig ist. Und die sind meistens noch so in Zucker überzogen oder so. Also wirklich ganz grausig. Oder die Medjool-Datteln, ne? Die kennt man ja eigentlich auch, diese großen Fetten. Aber ihr glaubt nicht, wie viele Dattelsorten es gibt. Also was meinte der? Weil ich habe ja eine Kooperation mit einer Marke. Schon seit einem Jahr arbeiten wir zusammen. Und die meinten, glaube ich, die haben 50, 40 unterschiedliche Dattelsorten oder so. Und die sind next level. Okay, jetzt habe ich genug von Datteln geredet. Ich muss jetzt erstmal irgendwie was Kräftiges und was trinken. Was Kräftiges essen und was trinken. Und wir sehen uns im nächsten Video. Merci fürs Zuschauen.